Herzlich willkommen, ihr schaut Franks Heli Info, heute direkt vom Flugfeld Bärfelde im wunderschönen Brandenburg bei exzellentem Flugwetter. Ein kleines Update habe ich für euch zu meinem letzten Video, was ich gemacht habe. Der Piuma 700 6S mit dem Umbau auf das dickere Aluminium-Heckrohr. Viel Spaß, bis gleich. So, gut geschützt vor der prallen Sonne. Ich habe mir erstmal hier einen Sonnenschirm aufgestellt. War doch ganz schön heiß. Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut erkennen, dass ich nicht allzu dunkel bin in diesem Video. Es geht um die Autorotation. Ich habe sehr nette Kommentare unter meinen Videos und auch persönlich per E-Mail. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und auch ein sehr nettes Gespräch persönlich mit dem René geführt. Der hat mir Folgendes geschildert, oder wir haben uns darüber unterhalten, über die Autorotation. Frank, wie sieht es denn aus? Autorotation mit dem Carbonrohr und mit dem Aluminiumrohr. Hat sich da irgendwas geändert? Denn nicht nur wir beide, sondern auch doch tatsächlich einige andere haben folgendes Problem. Autorotation mit dem Piuma, kommen dann runter, ne, ohne Motor logisch, und kurz vom Boden fängt der Piuma an, sich zu schütteln. Und er setzt auf, schüttelt sich ordentlich weiter, ne, mit der Restenergie, dass man Angst hat, dass er umfällt. Und genau das gleiche hatte ich auch. Und ich bin nicht der Einzige. Das möchte ich euch zeigen, wie er sich jetzt verhält mit dem Aluminiumrohr. Ich habe auch nichts weiter, nochmal möchte ich betonen, nichts weiter verändert. Ich habe das Aluminiumrohr, habe ihn umgebaut auf das Aluminiumrohr, die Einstellung im Flyballast-System, die Drehzahl, die Blätter, alles ist so geblieben. Und bei mir war es halt tatsächlich vorher so, dass er sich ordentlich geschüttelt hat. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal die Autorotation, so wie er sich jetzt verhält. Die Informationen möchte ich euch nicht vorenthalten. 86% Regleröffnung, ich lege das hier mal rein. Und da habe ich eine Umdrehung am Kopf, 1650 Umdrehungen am Kopf. Schauen wir uns das mal an. So, Autorotation 86%, 1000, was habe ich gesagt? 1650 Umdrehungen am Kopf. Noch ein bisschen näher. Okay, Autorotation Nummer 1. Autorotation. Ganz sauber. Und weil es so schön ist, noch eine hinterher. Auf geht's. Weit oben. Bisschen sehr weit, naja, okay. Akku 578 mAh. Und das da unten. Und eine letzte Autorotation mit diesem Piuma hier, mit dem orangenen. Am Ende des Videos gibt es noch ein paar Autorotationen mit dem weißen. Autorotation. So soll es sein. Wie ihr gesehen habt, völlig problemlose Autorotation. Auch beim Landen hat sich nicht aufgeschüttelt, gar nichts.
So muss es ja auch sein. Und so war es auch bei den ganzen anderen Helikoptern, die ich in meiner Zeit schon hatte, ob es ein 700er T-Rex war, der TB-70, der Takumi, die ganzen Mikados oder die Raptoren, wie sie alle heißen, die hatten dieses Phänomen nicht, jeweils nicht so regelmäßig wie er hier. Und nochmal möchte ich betonen, ich rede hier von meinem Helikopter. Wenn einer dieses Problem nicht hat, und die meisten haben es ja Gott sei Dank nicht, dieses Problem mit dem Carbonrohr, diese Probleme, dann lasst euren Heli um Gottes Willen so und schraubt da nicht dran rum. Ich hatte ja auch, wer sich daran erinnert, in meinem ersten Video, verlinke ich euch hier oben, die ersten 100 Flüge waren völlig problemlos, alles war butterweich, bis es dann anfing und jetzt ist es weg. Also, keine Experimente, never change a running system, kennt ihr ja den Satz, und dann lasst es einfach so. Im ersten Video habe ich ja ein kleines Flugvideo ganz hinten gemacht, völlig chillig. Da wollte ich einfach nur demonstrieren, wie ruhig der Helikopter in der Luft steht und dass es keine Vibrationen gibt. Das kennt ihr ja bestimmt auch. Hier hinten, das vibriert ja manchmal ganz fürchterlich, auch wenn alles super geil gewuchtet ist. Und das war nach dem Umbau mit dem Aluminium-Heckrohr eben nicht mehr. Und auch beim Landen, wenn ihr euch das nochmal anguckt, er läuft aus und da vibriert gar nichts. Das war vorher mit dem Carbonrohr auch. Einfach nur ganz normal landen und beim Ausdrehen hat er sich geschüttelt. Das ist jetzt auch weg. Okay, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einfach mal ein Abo da, abonniert meinen Kanal, kostet ja nichts und ihr verpasst nichts weiter. Ich werde jetzt noch bei diesem wunderschönen Wetter ein paar Runden drehen. Euch wünsche ich auch ganz funny und unfallfreie Flüge. Bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao. Dann zeige ich euch noch Autorotationen mit meinem Zweitheli, mit dem weißen hier. Wie der sich denn so verhält bei der Autorotation. Ich habe natürlich keinen Vorher-Nachher-Vergleich bei dem Helikopter, denn den habe ich ja neu aufgebaut, gleich mit dem Aluminiumrohr. Der hat also nie das Carbon-Heckrohr gesehen, deswegen habe ich auch keinen Vorher-Nachher-Vergleich. Aber ich zeige es euch trotzdem mit dem weißen. Der hat bei 86% Regleröffnung eine Umdrehung am Kopf von 1700 Umdrehungen, ziemlich genau sogar. Und der ist etwas ruhiger, noch etwas ruhiger. Werdet ihr gleich sehen. Natürlich bei einem Pilotenfehler oder so, wenn man sich verpitcht, wenn man das Timing nicht richtig trifft bei der Autorotation, dann schüttelt er sich natürlich auch, das ist ja ganz klar. Kunstflug 2, Flugakku 0 So, mAh. hochlaufen. Dann komme ich noch mal näher ran. Könnt euch die Haube noch mal anschauen. Auf geht's zur ersten Autorotation. Akku 440 mAh. Autorotation. Eine Frosch-Autorotation, okay. Aber ihr habt gesehen, er ist ganz ruhig geblieben. So, noch einmal. Flug 2, Autorotation Nummer 2. 3 Minuten. Autorotation. Kleine Drehung. Fürchterlich. Pilotenfehler. Ne? Und ein letztes Mal. Autorotation. So bin ich zufrieden.
Oh, hoffentlich ist die im Kasten.